Oh, hallo. Wo kommst du denn her? Na, öfter hier? Oh, fuck. Freunde, es ist soweit. Mein Rechner ist endlich da, ja. Lange hat er auf sich warten lassen, aber endlich ist es soweit, ja. Obwohl, so lange hat er gar nicht auf sich warten lassen. Nur, mein alter Rechner ist schon gefühlt, ja, ich weiß gar nicht, 8, 9 Jahre alt oder so. Und deswegen wurde es mal auf jeden Fall Zeit für einen neuen Rechner. Und ja, heute ist er hier arrived, das gute Teil. Und ich bin gespannt. Ich habe ihn noch nicht ausgepackt. Ich habe ihn so überreicht bekommen und ja, ich bin gespannt, wie er aussieht und dann werde ich euch auch noch gleich die weiteren Details dazu verraten. Aber jetzt werde ich ihn erstmal auspacken. Da sehe ich ihn schon. Eieieiei. Freunde, seid ihr genauso gespannt wie ich jetzt darauf, euch das anzugucken? Oh, ich kann euch sagen, das sieht verdammt gut aus und ich will euch gar nicht länger auf die Folter spannen. Hier ist das gute Teil. Uff. Uff. Also das ist mal ein Karton von der allerbesten Sorte. Da habe ich so lange drauf gewartet. Ja, endlich. Nee, natürlich, hier haben wir das gute Teil und ja, der Comedy King ist heute wieder am Start hier. Ja, wieder sehr witzig unterwegs hier heute. Aber ja, das Ganze kommt hier in so einer Hülle. Ja, und ich bin mal gespannt, wie das Teil aussieht. Ich habe es jetzt auch noch nicht weiter aufgedeckt. Oh, ich sehe schon so. Ich sehe schon hier so das orange-schwarz wird es wahrscheinlich sein, ja. Und wir werden es jetzt mal gemeinsam aufdecken. Tada! Das ist das gute Ding, ja. Lange habe ich drauf gespart, jetzt ist es endlich soweit. Ja, sieht relativ unspektakulär aus. Ich zeige es erstmal so von der Seite und von hinten so. Ich sage euch ganz ehrlich, da steckt auf jeden Fall mehr Power drin als in den einen oder anderen ja, Kleinwagenmobil, will ich mal sagen. Ja. Das Ganze ist hier von, ja, also der Tower zumindest ist von Be Quiet. Hier keine bezahlte Werbung, auf jeden Fall gehen auch nochmal Grüße raus an PC-Hilfe24. Ja, und da könnt ihr, falls ihr aus meiner Nähe kommt, hier auch auf jeden Fall euch da mal informieren, wenn ihr irgendwie einen Fachmann für PCs oder sowas braucht, ja. Das Ganze ist hier, sieht zwar von außen zwar sehr unspektakulär aus, aber das war auch so gewollt von mir, weil ich einfach keine, ja, also ihr müsst mal so wissen, ihr müsst mal verstehen. Das Ding ist, bei mir steht der Rechner, kann ich ja mal kurz meinen alten Rechner zeigen, bei mir steht der Rechner halt unterm Tisch. Und was bringt es mir da großartig jetzt irgendwelche Beleuchtungen oder sowas mit reinzuhauen, ja? Hier haben wir meinen alten Rechner zu stehen. Und da wird jetzt auch mein neuer hinkommen. Das heißt, ich hatte mir zwar überlegt gehabt, ob ich hier neben mir so einen kleinen Tisch hinstelle und vielleicht ja, da meinen Rechner drauf packe. Aber ich habe mir so gedacht, nee, das muss nicht sein. Und dann hätte ich nämlich das Ganze auch mit einer Glasfront versehen. Aber das, ja, dadurch, dass ich da halt jetzt nicht so viel Wert drauf lege, dass der so optisch mega nice aussieht, so mit Glaswand und LEDs eingebaut und Wasserkühlung und hast du nicht gesehen, ja. Dadurch, dass das Ding bei mir sowieso unterm Tisch steht und eigentlich nur dafür da ist, um seine Arbeit vernünftig zu machen, ja, habe ich darauf verzichtet und ich finde sowieso, ich meine, ich bin zwar auch ein Fan davon, von LEDs und Beleuchtung und so, das ist zwar alles ganz nice und so, aber ich muss sagen, so im Rechner, ja, ich sag mal, umso weniger da an unnötiger Firlefanz drin ist, umso besser, ja, umso weniger heizt sich das ganze Teil auch natürlich auf. Ich bin jetzt auch kein Experte, so was das Ganze jetzt angeht, ne, aber ist jetzt so meine persönliche Meinung und so mein Gedanke und ja, ich sag mal, ich kann auf LEDs und Geleucht und sowas verzichten und es ist ja auch immer mehr Leistung für einen Rechner, wenn da halt mehr Zeug so drin ist, auf jeden Fall, ne, und ja, ich werde mal gucken, ob ich da das Teil mal irgendwie aufschrauben kann und dann würden wir da mal ganz gerne reinschauen, wie das von innen aussieht und dann sage ich euch auch mal die Eckdaten dazu, ja, zu meinem neuen PC, denn die werden euch, denke ich mal, vom Hocker hauen. So Freunde, ich habe hier schon ein paar Toucher schon drauf gemacht, hier schon ein paar Fettflecken sind hier schon drauf und wir öffnen das Ding jetzt mal gleich zusammen. Gucken wir uns das mal an, wie das von innen aussieht
Und ja, ich muss dazu noch sagen, ich habe mich natürlich, wenn ich schon nicht mit LEDs und Glasgehäuse und sowas arbeite, dann ist es mir wichtig, dass auf jeden Fall auch beim Stream und sowas der Sound stimmt, ja, oder bei Videoaufnahmen oder sowas. Deswegen das Ganze ist von Be Quiet hier, also das Gehäuse ist auf jeden Fall schallgeschützt, ja, damit da auch keinerlei Geräusche irgendwie durchkommen, also auf jeden Fall auch für bessere Qualität, denn wenn man irgendwelche hoch anspruchsvollen Spiele oder sowas spielt, damit man da auch nicht allzu viel dann hört. Gut, aber genug rumgelabert, jetzt würde ich mal sagen, schauen wir mal in das gute Teil rein. Ja, wir öffnen das Ganze mal. Oh, ich merke auf der anderen Seite hier schon, da gucken wir jetzt mal rüber, ich merke hier schon, ja, hier ist das schon auf jeden Fall schallgeschützt. Und oh shit, tada, so sieht das Ganze hier von innen aus, ja, was natürlich zuerst ins Auge sticht, würde ich mal sagen, ist auf jeden Fall hier die GeForce RTX 2080 Ti, ja, das ist auf jeden Fall die Grafikkarte und auch hier auf jeden Fall natürlich das Highlight des PCs. Dann haben wir hier noch ein 850er Netzteil hier noch verbaut. Zumal sehe ich hier noch, das müsste die Festplatte sein. Ja, wir haben noch eine 2 GB Festplatte hier drin. Ansonsten sind hier auch noch des Weiteren drin, jetzt haltet euch fest, absolut übertrieben, 4x16 GB RAM. Das heißt insgesamt 64 GB RAM sind hier drin. Komplette Übertreibung, ja, aber ich sag mal so, fürs Rendern und sowas ist es allemal auf jeden Fall nicht verkehrt. Zumal mit meinem jetzigen Rechner brauche ich auch sehr, sehr lange, bis ich da mal so ein Video gerendert habe. Und wir gucken mal ein bisschen näher hier rein. Und ja, Digga, die Technik hier drauf, Alter, die Technik, Junge, die Technik. Ja, des Weiteren haben wir hier noch als gutes Stück noch ein Intel i9. Ja, der ist hier auch noch mit drin. 8x3,6 GHz, 9900 K, ja, und das ist das Ganze, ja, und ich höre auf jeden Fall schon wieder den Peter Zwegert an meiner Haustür klopfen, ja. Lass uns über deine Finanzen reden. Ja, nehmen wir mal Real Talk, Leute. Das ist natürlich ein ganz krasses Teil und natürlich der High-End Gaming-PC schlechthin. Und viel besser geht's halt auch gar nicht so. Also das ist schon echt maxed out, so, das ist schon over the top, over the limit. Aber ich sage euch wirklich ganz ehrlich, ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben und raten, wie viel ich dafür ausgegeben habe. Da sind natürlich noch weitere Sachen drin, ne? Das ist ganz klar, eine 1 Terabyte SSD ist da zum Beispiel noch mit dabei, ja, und das sind aber auf jeden Fall jetzt erstmal natürlich die teuersten Sachen, die ich hier, oder die generell wichtigsten Sachen, die ich hier genannt habe. Und ja, ihr könnt ja gerne mal raten, das Video stoppen und raten, wie teuer das Ding war, aber ich sage euch ganz ehrlich, ja, es wird nicht so teuer sein, wie ihr gedacht habt, denn für das gute Stück, damit wir das Ganze hier auch mal gleich auflösen, habe ich insgesamt, lass mich lügen, 2600 € bezahlt, ja, und ich würde sagen, für das Ganze hier ist das echt ein verdammt guter Preis, ja. So Freunde, kleiner Zwischencut mal, ich habe den Rechner jetzt mal angeschlossen und wir drücken jetzt mal gemeinsam auf den Startknopf, um mal zu sehen, wie das Ganze aussieht, wenn das hier in Action ist, und dann sehen wir auch das erste Mal, wie das ganze Ding läuft. 3, 2, 1, let's go. Oh shit, in Rot, also in Rot. Rot ist die Farbe, ja. Oh, das könnte schon sehr nice sein, ja. Mein jetziger ist auf jeden Fall in Grün, aber ich finde auf jeden Fall, da ja außen auch die orangenen Aspekte hier an der Seite sind, denke ich mal, ist Rot auch ganz nice und ja, läuft auf jeden Fall wie ein Bienchen, würde ich mal sagen, ne? So großartig sieht man das natürlich nicht. Beleuchtung hält sich natürlich auch, wie gesagt, natürlich in Grenzen so ein bisschen. Ist hier und da was beleuchtet, aber hauptsächlich sieht man das hier nur an der Seite, ja, da wo man halt auch zumindest ein bisschen was sehen kann durch. Ansonsten ist ja alles soweit abgedeckt durch das schallgedämpfte Gehäuse. Ja, aber hier sieht man so ein bisschen Rotschimmer durch. Aber wie gesagt, so wollte ich das haben, so möchte ich das ja, sehen und läuft auf jeden Fall sehr, sehr geschmeidig. Also wenn ihr auf irgendwelchen Gaming-Seiten oder euch irgendwo online einen PC zusammenbastelt,
dann kommt ihr da auf jeden Fall nicht auf diesen Preis, würde ich mal so behaupten. Und ja, da haben wir auf jeden Fall auch einen Schnapper gemacht. Ja, was heißt wir? Mein Vater hat sich nämlich genau denselben geholt oder fast genau denselben. Der hat dann noch ein bisschen mehr Schnickschnack mit bei, so mit ein paar Lichtern und sowas. Der hat dann auch eine Glasfront im Gegensatz zu mir, aber mir war halt der Sound sehr wichtig, dass es halt schallgeschützt ist auf jeden Fall. Und ja, das ist das gute Stück. Ich bin stolz und ich bin froh, dass das Ding endlich hier ist und ich hoffe mal, dass wir damit auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Zeit haben werden. Ich gehe mal davon aus, dass wir ja die nächsten 10 Jahre oder sowas da, ja, denke ich mal, auf jeden Fall mehr als mit gut auskommen können. Ansonsten ist hier, ihr seht, hier ist noch relativ viel Platz, also man kann da auch noch ein bisschen dran rumbasteln, so ein bisschen noch nachrüsten, aber ey, ganz ehrlich, da ist schon mehr als genug drin, ja. Gut, das war's soweit vom Video. Ich wollte euch auf jeden Fall einfach mal meinen Rechner zeigen, der ist jetzt hier, wie das Ding aussieht und ja, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin endlich froh, dass das Ding jetzt da ist und ja, wollte euch auf jeden Fall mal informieren, wie das Ganze aussieht, ja. Wie gesagt, vom Aufbau her relativ unspektakulär, aber es kommt nicht auf das Äußerliche an, sondern das, was innerlich zählt, ne? Die inneren Werte sind auf jeden Fall entscheidend, würde ich mal behaupten, ne? Gut, und mit der Weisheit verabschiede ich mich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.